Hallo zusammen, es geht weiter und zwar mit den Kabelzügen. Letztes Mal haben wir gesehen, mit dem Roger zusammen Motorrädchen einsetzen. Das ist geil und dann habe ich genau diesen Sattel gesucht. Das ist so ein absolut geiler Leopardsattel. Das gehört einfach zu dem Ding irgendwie. Ich habe den da drauf gesetzt und gefunden, das ist genau das. Dein Wunsch, Roger, war ja, braune Sattel, braune Griff, braune Kabelzüge. Machen wir nicht. Braune Kabelzüge, ich habe mal gedacht, ja, ich bestelle es mal, das ist so hässlich. Es passt so nicht dazu. Der Sattel, klar, es ist Leder, aber er ist mehr ein bisschen schwarz. Da, wo er ein bisschen abgenützt ist an den Ecken, dort wird er ein bisschen braun. Und ich schaue halt immer auf folgende Sachen. Was hat es drin? Also, da haben wir schwarze Pneu, schwarze Schalter, schwarze Gummi, schwarze Seiten vom Tacho etc. Zylinder ist schwarz. Die Gummi da sind schwarz. Also ich finde jetzt, schwarze Kabelzüge passt da einfach am besten. Braun, das Plastikbraun, ja, ich bin einfach kein Fan. Ich habe mal ein paar Meter bestellt, weil das haben wir natürlich nicht im Sortiment, das brauchen wir nie. Aber ich habe es gleich mal bestellt und angegeben, aber nein, das passt überhaupt nicht. Eine andere Option wäre beige, weil am Tank, das sehen wir in der nächsten Folge, im Tank ist sehr vieles beige, oder? Also, wo haben wir beige? Am Tank, hier am Kettenschutz ist es ein bisschen beige und natürlich hier die Flügel und ein paar Filets. Lange das? Für mich jetzt nein. So ein Sattel, das ist etwas, den habe ich in Mannheim habe ich den gefunden. In Mannheim, ich habe ihn nicht gebraucht, aber ich habe ihn gefunden vor 3-4 Jahren. Jetzt steht das Töffel da, jetzt ist er perfekt. Ich hatte den im Kopf, ich habe gewusst, der ist irgendwo, ich habe ihn letztes Mal nicht gefunden. Jetzt habe ich irgendwo in einer Schachtel gelegen, liegt 4 Jahre rum. Jetzt ist das Moped gekommen, wo der hergehört. Also ich hänge schon an dem Zeug, aber wenn so ein Projekt entsteht und so etwas passt, dann gehört es einfach dahin, oder? Jetzt fange ich aber immer so an, eigentlich, ich tue immer zuerst die Hüllen. Ich weiss, jetzt zum Beispiel, wenn der Tank drauf kommt nachher, ich habe da zwischendrin habe ich Platz für die Kabelzüge. Da unten ist die Schraube und da oben ist es nachher wieder zu eng. Also da Bereich, da durch müssen die Kabelzüge gehen. Der Tank wird hier drüber gesetzt, dann ich schaue immer, dass ich Kabel unten dran führe, weil an der Seite ist es meistens relativ eng, oder? Und unten dran, da sieht man es auch, wenn es einen Schaden hat etc. Jetzt fange ich an, dann ist die Kupplung. Die Kupplung muss da hin. Also ich stecke jetzt einfach mal da das Kabel da rein. Schaue natürlich, dass das jetzt übertrieben ein bisschen im Bogen hat, weil ich wollte es ja noch einkürzen. Das ist jetzt einfach mal ganz grob der erste Schritt, oder? Dann weiss ich, da kommt das Kleppband und dann geht das weiter und geht da die Schrauben an. Also jetzt wäre das meine Länge, aber ich gebe immer noch etwa 10 cm mehr. Einfach, dass es natürlich sicher genug hat. So, dann stecke ich das einfach mal dahin. Fertig. Dann machen wir gerade die andere Seite. Die Schaltung. Da braucht es jetzt auch noch gar keinen Halter und nichts. Da geht es wirklich mal rein darum, dass alles einmal dran ist, was wir brauchen. Da unten wechsle ich jetzt zum Beispiel die Seite, weil die Schaltung ist auf der rechten Seite. Ich wollte aber natürlich auf die linke Seite am Lenker oben. Also gehe ich irgendwo dann unter dem Tank. So. Und ich halte gerne, wenn die Kabel immer schön nebeneinander sind. Ich finde Kabelzeug etwas sehr Wichtiges. Wenn dort die Metallspirale nur ein bisschen in die Öffnung steht, dann kann es im dümmsten Fall immer das Kabel an dem ripschen, oder? Und so natürlich schneller kaputt gehen. Die Halterung kommt ganz klar hierher. Das kommt ja dann hier rein. Und jetzt schaue ich mal, so passt es ja sicher nicht. So ist nicht schön. Also gehört es so hin. Die Zylinder, das sind die von der grossen 4-Gang-Fahrtwindkühlten, oder? Die passen natürlich auf die 650 Häuser. Das ist ja eben das Geile. Und man hat eine unheimlich gute Kühlung, oder? Wenn der Zylinder natürlich 120 anstatt 80 Durchmesser hat, ist das einfach viel die bessere Kühlung. Und wir fahren hier bewusst mit dem kleinen Vergaser, mit dem 12er Vergaser. Warum? Das sehen wir nachher auch noch. Also, wir haben Kupplung und Schaltung. Das sind die zwei, die am Block gehen. Jetzt kommt noch das Gas. Das ist jetzt das nächste. Da gehe ich jetzt zwischen dem Zylinderkopf auf natürlich. Gas ist auf der rechten Seite, also durch das rechte Loch. Und das kommt hierher. Dann da unten 10 cm länger lassen oder 5 cm lange ja auch schon.
abknipsen. Dann machen wir hier noch die Vorderbremse. Die ist natürlich auch rechts. Das heisst, hier durch. Rechts zu der Vorderbremse. Und da unten, das ist ein bisschen speziell bei dieser Gabel natürlich, haben wir hier die Aufnahme. Dann fahren wir dann wahrscheinlich irgendwie so da durch. Hier zwischendurch nehme ich an. Da werde ich dann wahrscheinlich hier zwischendurch und da rein. So. Das war mal der erste Schritt. Mal alle Kabelzüge hüllen mal her. Und jetzt kommt Folgendes. Oder? Jetzt schaue ich, was habe ich da für Teile. Kupplung und Schaltung habe ich eine Stellschraube am Motor unten. Oft machen wir natürlich da oben auch einen an, weil du hast da oben natürlich viel schneller das Ganze gelöst und nachgespannt. Aber früher hat man das sehr oft gesehen, dass da oben Kabelzüge direkt in der Armatur waren. Und darum mache ich das bei dem genau gleich. Oder? Als nächstes nehme ich die Hülse, die Endhülse. Da, der Schnitt ist super. Und jetzt gehe ich da einfach schnell an mit der Ahle und schaue, dass das Teflon wirklich schön offen ist. Da die Endhülse drauf. Ich bin jetzt kein Fan von Pressen, einfach aus optischen Gründen. Ich tue da meistens so ein bisschen, gerade mit der Kabelhülle, da sieht man es, ich tue das einfach so ein bisschen quasi vermucheln, dass man da wie quasi die Aussenhülle ganz leicht verletzt. Und dann kann man nämlich das Hülseli drauf tun und es hebt. Es gibt nichts Nervigeres als genau das. Wenn die ganze Zeit das Zeug runterfällt und da komme ich fast Zahnweh über. Das wird jetzt noch ein paar Mal passieren, bis die drin sind, dass das einfach so rausfliegt und dann jedes Mal fliegen die Dinger fort. Das hat fast kein Spiel mehr. Also jetzt gibt es wirklich auch den Winkel an, den der Kabelzug später hat. Ich gebe ihm einfach mal den Weg. Oder? Ich fange jetzt quasi von oben nach unten an, die ganze Kabelführung zu machen, dass es optisch schön aussieht. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, das ist ein Lenker, das Ganze muss sich noch bewegen. Jetzt machen wir die andere Seite. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen speziell da. Das ist relativ nah am Lenker, wo das gerade rauskommt, da unten das Gaskabel, aber es geht, es macht nichts. Ich schaue jetzt in dem Fall, dass es eher so ein bisschen nach oben geht, weil dann hat man noch ein bisschen Spatzig, dass man den Lenker noch ein bisschen höher nehmen. Der Roger ist auch relativ gross. Ich tue es immer so an 2-3 Orten sichern. Also die Vorderbremse. Siehst du, das Büchschen wäre jetzt schon weg gewesen. Genau das meine ich. Das hat mich irgendwann so aufgeregt. Also die Vorderbremse. Ich schaue jetzt natürlich auch, das Kabel geht hier ans Vorderrädchen. Das geht hier durch. Also schaue ich auch, dass es bei der Durchführung ebenfalls schon vorne dran ist. So wie auch nachher da, dass sich das durchzieht, das Ganze. Das macht einfach optisch, das ist optisch ruhiger und einfach viel schöner, wenn das quasi von unten bis oben gleich ist. Jetzt haben wir hier eine Vierpartie, die mache ich hier auch gerade zusammen. Dann sehe ich jetzt, das Gas ist jetzt noch ein bisschen zu hoch. Das heisst, ich hebe die Bremse, ziehe das Gas noch ein bisschen an, dass das identisch ist. Dass wir hier quasi etwa die gleiche Höhe haben. Klar, wir haben überall verschiedene Höhe Fixpunkte, aber jetzt zum Beispiel Kupplung und Bremse, die müssen exakt gleich sein. Dann hebe ich es hier in die Mitte. Da sieht man jetzt, der ist tiefer als der. Was sieht schöner aus? Ich finde jetzt den. Also nehme ich diese beiden noch ein bisschen rauf. So. Jetzt mache ich hier mal das Kabelbinderli um alle 4. Einfach, dass das wirklich gesichert ist, dass ich oben dran vergessen kann. Dass ich weiss, das hebt. Jetzt, wenn das gut ist, lasse ich den Kabelbinder vorerst einmal noch dran und mache jetzt hier unten dran, genau mit dem Stoffklebband. Jetzt gehen wir hierher und mit der richtigen Spannung 2-3 Mal rundherum. Und dann ist das eine absolut saubere Geschichte. Jetzt kann ich die nämlich bereits wieder wegnehmen. Dann habe ich auch gerade noch mal schnell Kontrolle, wie das aussieht. Der ist jetzt ein bisschen höher, habe ich das Gefühl. Ja.
Also, jetzt habe ich sie hier schon fixiert, das macht aber gar nichts. Dann zwicken wir hier einfach schnell 2-3 mm ab. Jetzt sieht man auch sehr schön, wieso dass die Kabelhülle klemmt. Das ist genau die Lippe, die dafür sorgt, dass die Kabelhülle hebt. Oder? Also ganz ein einfacher Trick. Da kommt man halt mal auf die Idee, dass man die irgendwie fixieren sollte. Früher waren sie ja viel gepresst und mir gefällt das einfach nicht, wenn man Kabelhülle presst. Der nächste Schritt ist, wie ich vorher gesagt habe, wir brauchen irgendwo quasi eine Knautsch, eine Pufferzone, weil wir müssen lenken. Und diese Pufferzone ist jetzt genau zwischen der Lampenhalterung, zwischen der Durchführung und dem nächsten Kleppband zum Tank. Beziehungsweise eigentlich zu dem Punkt, weil da hat das so wenig Spiel, dass es teilweise die Kabelzüge nicht klemmt, aber dass dort halt nicht sehr ring laufen. Oder? Ich binde da unten die 4 Kabel zusammen. Natürlich auch wieder in der gleichen Reihenfolge, beziehungsweise in der gleichen Form wie oben, dass das nie verdreht wird. Da sehen wir jetzt, das wird relativ eine satte Geschichte. Das ist natürlich nicht sehr geil, wenn man da jetzt so einen engen Radius machen muss. Das ist relativ uncool, oder? Muss ich das nochmal wegnehmen? Das ist die Vorderbremse. Das ist nicht geil. Also das ist nicht gut für Kabelzüge und nicht gut fürs Führen. Jetzt hole ich vielleicht schnell den Tank und schaue, ob das okay wäre, wenn ich es so machen kann. Beziehungsweise ich mache es mal so. Also Kabelzüge, je ringer das laufen soll, gerade extremes Beispiel 3-Gang-Achse, dann muss der Kabelzug von der Schaltung so ring laufen, weil es einfach das Problem ist, wenn du da so einen Winkel machst, wie jetzt, so einen Radius machst, wie jetzt da, das ist ein 90-Grad-Winkel, oder? Wenn man Stahl hebt und ein paar Mal so hin und her beugt, dann bricht es, oder? Die innere Sehne, die wird immer in einem 90-Grad-Winkel hin und her gerieben. Das geht in Richtung von Beugen und irgendwann hast du halt dann die Kabelbrüche. Provisorisch, etwa da kommt dann da das Kleppband an. Das bedeutet jetzt noch gar nichts. Ich wollte jetzt einfach mal schauen, wie das dann etwas könnte sein. Gut, so weit wie möglich da. Also man sieht, wenn nachher der Kabelbinder weg ist, kommt das natürlich noch ein bisschen auseinander. Aber das ist schon relativ ein gäbiger Radius, ist aber gerade noch okay, oder? Den tue ich jetzt nachher, das ist nur provisorisch. Ich schaue nachher, dass der Baudenzug da bei dieser Lagerbüchse ist und dann ist es auch noch ein bisschen entspannter. Das sieht super aus. Das passt. Da haben wir Kabel vorne, vorne, vorne und dann da unten muss ich wechseln. Das passt. Aber jetzt die wollte ich noch ein bisschen nachziehen, dass da auch gerade bei der Büchse ist, wie auf der anderen Seite. So. Also Lenker ist gerade. Von da unten sehe ich, sind beide schön bei der Büchse. Also kann ich es jetzt so fix fixieren. Also jetzt tue ich die mal sichern da. Dass er so bleibt. Also das ist auch wieder wichtig, dass man das wirklich gut klemmt da. Richtig satt anzieht. Das ist drin, das ist gut. Das ist auch in der richtigen Position. Und das da auch. Gut, jetzt nehme ich da den Kabelbinder wieder weg, weil das hebt, sowie auch der da. Also, und jetzt habt ihr gesehen, das ist jetzt gerade noch ein bisschen fluffiger geworden, noch ein bisschen freier geworden. Also, da haben wir jetzt einen Bogen. Klar, er ist schon noch ein bisschen extrem, aber da ist jetzt auch die Führung top. Und wir sehen, wenn ich da ganz einlenke und auf die andere Seite ganz einlenke, das ist wunderbar. Wahrscheinlich tue ich dann da sogar dann nochmal das Ganze mit dem Stoffkleppband sichern. Ich kann das da schnell heben, schnell schwenken,
geht immer noch. Oder? Dann haben wir es da ein bisschen schöner, nicht so auseinander. Aber wir haben jetzt da wieder einen Fixpunkt, das ist gut. Und jetzt kann ich da quasi die ganze Geschichte fertig anpassen. Also ich sehe jetzt, je weiter führer ich gehe, umso steiler wird der Radius da. Das ist natürlich optimal, gerade, aber einen leichten müssen wir haben. Und das finde ich jetzt eigentlich einen schönen Bogen. So. Hülse drauf. Wenn ihr wollt, dass es schön wird, nehmt euch wirklich Zeit genau für diesen Schritt, weil Kabelhülle, das ist das Maßgebende, was Optik angeht. Nachher, seht ihr dann die Zeile einziehen, das ist ratzfatz erledigt. Jetzt haben wir noch das Letzte, und zwar die Schaltung. Da tun wir jetzt nur noch ganz wenig kürzen. So, da wieder dasselbe. Endhülsli drauf. Gut, das ist der Anschlag vom Kabel und der Seilzug geht nachher weiter hinten da zu dem Stellschräubli und anhand von dem Stellschräubli, mit dem kann man das dann da quasi fixieren. Jetzt gibt es da einen sehr guten Trick. Das ist ja die Schaltung, dann kann ich das da vorsichtig nehmen. Jetzt sehen wir, jetzt ist 2 drin, oder? Da irgendwo ist es 0. Und da hinten ist es 1. Jetzt mache ich das gerne so, dass ich da schaue. Man hört es jetzt. Das ist gerade so am Limit zum 1 quasi. Dann mache ich da hinten eine Markierung, Bleistift. Und das ist quasi gerade so, da weht er gerade so ins 1 rein, oder? Dann gehe ich retour und mache das gleiche beim 2. Das ist gerade so. Knapp. Und jetzt nehme ich das zweimal hin. Und jetzt sehe ich, da habe ich da die 2 Markierungen. Einmal da, 1 und 2. Und da, das ist quasi unser Nullbereich. Also perfekt ist es natürlich jetzt, wenn ich da genau in der Mitte bin, mit dieser Kante. Oder? Das kann ich jetzt einfach mal so machen. Und dann hört man nichts. Also das ist genau das Ziel. Jetzt kann ich da den Seilzug machen. Ich kann das alles zusammenhängen. Und da hinten schon mal die Grundeinstellung vom Null machen. Vor der Bremse, die müssen wir natürlich auch noch schnell machen. Wahrscheinlich mache ich einfach rein aus optischen Gründen, mache ich dort gerade noch mal eins an. Und zwar da. So, und jetzt hat man hier einen schönen Bogen. Da habe ich jetzt natürlich relativ viel Spielraum. Also das ist jetzt rein eine optische Frage. So wie es jetzt ist es natürlich zu grob. Ich finde es jetzt am schönsten, wenn das irgendwie, ich tue es jetzt mal ein bisschen kürzen, irgendwie so in diesem Rahmen ist. So, also, jetzt sind wir wirklich parat. Und jetzt geht es eigentlich schon ans Kabel einziehen. Ich fange jetzt hier an beim Kupplungskabel. Dann tue ich da immer zuerst so ein bisschen drin. Die Kabelhülse ziehe ich noch mal schnell ab, weil dann kann das Fett besser rein. Wichtig, kann ich das einführen, so wie auch da hinten natürlich. Und jetzt nehme ich da einfach ein möglichst feines Fett und tue das wirklich gut einschmieren da. Unheimlich wichtig. Klar, Teflon ist schon gut selbstschmierend, aber gleich Fett, gerade wenn man nachher fährt, wenn es mal regnet etc., es steht mal draussen. Es ist einfach wichtig, Fett ist natürlich wasserabweisend auch, dass man halt einfach verhindert, dass das quasi anfängt zu rosten. Und jetzt den Rest einfach da einschmieren, dass wirklich der ganze Seilzug schön geschmiert ist. Dann da oben einhängen und da einfach auch immer darauf schauen, dass das Nöppel schön drin ist. Da, oder? Und da einhängen und dann kann ich unten mal schnell ziehen und dann ist das da schön drin. Also da unten natürlich in die Stellschrauben rein. Und dann da auch wieder schauen, dass auch da am Schluss wirklich schön Fett dran hat, weil auch in dem Nippel rein ist Metall auf Metall. So, dann ist das da schon mal vorbereitet. Das lassen wir jetzt so sein. Vor der Bremse.
Gut. Sauber. Die Vorderbremse ist gemacht. Und zwar haben wir hier einen Bing-Vergaser. Original NOS. New Old Stock. Also sehr, sehr selten. Aber das Projekt hat das verdient. Da muss man natürlich zuerst die Durchführung von hier machen. Und hier die Düsennadeln. Ein bisschen Ausgleichsscheiben. So. Jetzt hänge ich das natürlich immer zuerst da unten ein. Gut. Das passiert eigentlich, wenn ihr oben am Gaszug zieht oder dreht, dann geht der Schieber rauf. Und den machen wir jetzt hier. Die alten Schaltungen sind natürlich auch angenehm zum oben dran montieren, oder? Aber wie ich vorher gesagt habe, in diesem Fall muss man jetzt zuerst da durch. Und da jetzt aber auch ganz wichtig, da fülle ich auch immer gerade so ein bisschen mit Schmutz auf. Einfach auch in diesem Bogen rein, das geht eben viel vergessen. Auch in diesem Bogen rein ist natürlich wichtig, dass da rein Fett hat, oder? Das kommt daher. Und natürlich dann da durch. Und das Schöne, ihr seht hier die Aufnahme von dem Nippel. Das heisst, es ist auch simpel, um den hier einfach einzuhängen. Das Ganze ist sonst versteckt, das muss man dort ein bisschen fummeln. Das ist auch kein Thema, aber das ist natürlich einfach schön. Gut, dann ist es wieder dasselbe. Gut, jetzt sehe ich, so bringe ich es nicht an zum Einhängen, aber ich kann hier den Hebel hinter tun. Ja, ich sehe jetzt, also ich könnte da gerade noch mal einen Santi retour, oder? Ja, nicht einen ganzen Santi, ich sage mal einen halben Santi, das mache ich jetzt auch gerade. Weil natürlich je weniger dass ich nachstellen muss an der Stellschraube, umso besser ist es. Jetzt machen wir da einfach einen halben Santi weiter hinter den Knick. Wir machen dasselbe Spiel nochmal.
So sieht das aus. Ich würde am liebsten noch viel mehr zeigen jetzt, weil ich mache jetzt dann den Auspuff an. Dann komme ich auch darauf zurück, wieso ein 12er-Vergaser mit so einem grossen Zylinder. Und dann kommt schon bald der Tank. Dort hinten liegt er. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Macht es gut, bis in 2 Wochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich sehr wundern, hat jetzt das Video genervt oder ist das viel zu lang gegangen, viel zu detailliert? Ich weiß es nicht, wir machen ja noch ganz viel anderen Scheiß und wir müssen natürlich uns immer wieder ausprobieren. Darum sind wir auf euch angewiesen, dass ihr uns ein bisschen unterstützt und sagt, hey, das war zu detailliert oder geil, endlich zeigt ihr mal, wie ihr das macht. Die Kniffs und Tricks für zu Hause und mit dem würde ich sagen, macht's gut, bis nächstes Mal, tschüss zusammen.